30 Tage und jeden Tag 10.000 Schritte schaffen. Wie soll das mit 8 Stunden am Schreibtisch gehen? Und wenn ich das schaffe, was bringt das überhaupt? Wieso mache ich das? Weil ich nicht bei 30 Grad joggen gehen will, Jeremy. Sollte ich aber. Denn meine Cholesterinwerte sind zu hoch. Und meine Ärztin hat mir zu mehr Bewegung geraten. Ich brauche dringend eine Alternative zum Joggen, denn das mag ich gar nicht. Aber als jemand, der fast nur am Computer sitzend arbeitet und abends auch entspannt sitzen will, ist es gar nicht so einfach. Deshalb habe ich mir das hier besorgt. Ein Walking Pad. Was machst du da eigentlich? Dieses Experiment verändert übrigens nicht nur mein Gehirn für immer, ja, sondern konfrontiert mich auch mit einer unbequemen Wahrheit über mich. Und der Frage, ob man vor einem Gesundheitsproblem weglaufen kann. Oder wovor ich eigentlich fliehe. Bewegung muss nicht immer super aktiv sein, damit sie etwas bringt. Also wir müssen uns nicht gesund rennen. Statt Joggen reicht oft schon dieses simple, leichte nach vorne fallen hier. So. Wie heißt das nochmal? Ich mache das nicht so oft. Gaming. Nee. Gähnen. Gehen. Danke. Und 10.000 Schritte am Tag verbessern angeblich fast alles. Herz, Rücken, Energie, Laune, Schlaf, Konzentration und sogar Cholesterin. Und ob das nur ein Fitnessmythos ist oder wirklich stimmt, probiere ich jetzt im Homeoffice aus. Ich muss ein Drehbuch fertig schreiben und den ganzen Test mache ich hiermit. Und am Ende checke ich erneut meinen Cholesterinwert. Der ist nämlich aktuell leicht erhöht. Stopp! Was ist eigentlich das Problem an Cholesterin? Das habe ich mich auch gefragt und dafür die Biochemikerin und Molekularbiologin Dr. Shantini Kumar gefragt. Und sie hat mir diesen Brief geschickt. Aber ich bin ehrlich gesagt zu faul zu lesen, deswegen geht das? Häufig wird in den Medien über schlechtes Cholesterin geredet, aber Cholesterin ist auch ein wichtiges Molekül im Körper. Cholesterin ist ein Fettmolekül, was wichtige Funktionen erfüllt zur Aufrechterhaltung unseres Systems. Wir gehen da später noch genau ins Detail. Shantini hat aktuelle Forschungsergebnisse und eine Menge Erkenntnisse zu meinem Experiment. Aber erstmal baue ich das Laufband auf, denn wenn ich schon auf der Stelle trete, dann professionell. So, das Ding steht, man muss es einfach nur hinstellen und anstecken und fertig ist. Ich bin jetzt aber vor allem mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. 10.000 Schritte auf nur 3 Quadratmetern oder noch weniger ist im Grunde ja auf der Stelle laufen. Ihr kennt mich, ich kenne euch, wir kennen uns, also durch die Videos und ein paar kenne ich auch privat. Fokus! Anstatt wirklich smart und langsam einzusteigen, mit einer halben Stunde auf niedrigster Stufe, power ich am ersten Tag direkt bis zur Mittagspause durch. 4 Stunden untrainiert. Warum? So, ich mache jetzt Mittagspause. Es funktioniert auf jeden Fall. Ich spüre es ordentlich in den Beinen und ich finde es gut. Ich muss meinen Cholesterinwert senken. Das ist klar und richtig. Aber während dieses Experiments wird mir auch klar, dass ich immer wieder versuche, etwas zu lösen, zu klären oder zu reparieren. In mir. Etwas, das dafür sorgt, dass ich mich im Grunde selbst sabotiere. Und das schon seit immer. Nach der Mittagspause merke ich schon ein bisschen, dass die Beine schwer und fest geworden sind. Meine Lösung? Einfach schneller gehen. Direkt mal ein paar Stufen anziehen und nochmal 4 Stunden zügig gehen. Ich finde das rückwirkend so spannend zu sehen. Dieses Driften ins Extreme läuft fast komplett unbewusst ab. Ich habe gar nicht richtig gemerkt, was ich hier eigentlich mache. Und das ist Teil eines größeren Problems. Mir tun richtig die Beine weh. Aber so Muskelkater ist ja erstmal nichts Schlechtes. Und ich habe auf dem Laufband 9.823 Schritte gemacht. Und mit den Schritten, die ich sonst heute so gemacht habe, mit rumlaufen, auf Toilette gehen und so, bin ich tatsächlich auf über 10.000 gekommen. Und normalerweise komme ich eher so auf 3.000 den ganzen Tag. Also ist auf jeden Fall schon, boah, mit der Beine, ey, ist auf jeden Fall schon eine Verbesserung. Ich sollte mir endlich mal einen richtigen Job suchen. Was? Ach so, nein. Tatsächlich bin ich Drehbuchautor und Regisseur für Horrorfilme, also ich lerne in diesem Leben eh nichts Richtiges mehr. Aber ich weiß ja auch schon alles. Zum Beispiel, dass man 10.000 Schritte am Tag gehen muss, um gesund zu bleiben. Die Zahl kennt man ja. Aber sind diese täglichen 10.000 Schritte eigentlich fundierte Wissenschaft oder absoluter Humbug?
Absoluter Humbug. Die 10.000-Schritte-Regel hat keine wissenschaftliche Grundlage. Sie wurde 1964 von einer japanischen Firma erfunden, um ihren ersten Schrittzähler zu bewerben. Die Firma behauptete, dass 10.000 Schritte am Tag gesund sind, aber es gab keine wissenschaftlichen Studien dazu. Trotzdem wurde diese Zahl weltweit bekannt und viele Menschen glauben bis heute, dass sie so fit bleiben. Eigentlich reicht oft weniger Bewegung. 7.500 Schritte zum Beispiel sind ein guter Gradmesser, um gesund zu bleiben. Und es geht noch niedriger. Bereits 3.000 bis 4.000 Schritte täglich senken die gesundheitlichen Risiken deutlich. Studien weisen darauf hin, dass es ab 4.000 bereits eine spürbare Wirkung gibt. Ab 7.000 haben Frauen starke Vorteile, Männer ab 8.000 und bei über 10.000 bringt es meistens gar nicht mehr so viel, weil vorher ein Sättigungseffekt einsetzt. Aber egal wie wenig du dich bewegst, jede Steigerung ist ein Gewinn. Also wenn du jetzt 100 Schritte machst und morgen 200, bestens. Und auch ich musste es immer wieder neu lernen. Langsam anfangen ist oft klüger, als direkt zu übertreiben. Und fast 8 Stunden am Arbeitsplatz zu spazieren? Warum? Das frage ich mich während dieses Experiments auch. 8 Stunden ist als Einsteiger viel zu viel. Die WHO empfiehlt 2,5 Stunden körperliche Aktivität pro Woche. Und das muss nicht nur Laufen sein. Yoga, Schwimmen, Liegestütze oder halt Gehen. Und auch wenn es mir oberflächlich erstmal gut geht am Ende des ersten Tages, habe ich hier einen großen Fehler gemacht. Mein Einstieg war das Gegenteil von gesund, weil ich gelte als untrainiert, denn außer einmal Yoga am Tag treibe ich gar keinen Sport. 1.234.567 Studien weisen darauf hin, dass man unbedingt langsam starten sollte, um starke Schmerzen zu vermeiden. Also, das sagt im Grunde jede Studie zu Sport. Zur Kontrolle kommen wir gleich, Fürchtegott. Was? Keiner von euch da draußen heißt Fürchtegott? Vor 200 Jahren war das einer der beliebtesten Namen bei uns. Und laut meinen Analytics sind einige von euch... das ist eine 20. Okay, dann halt Giselher, Gottlieb, nein? Marius? Also Marius, wenn du dich jetzt fragst, auf was ich hier die ganze Zeit laufe, das ist ein Walking Pad. Ein Laufband, das vor allem für langsamere Geschwindigkeiten ausgelegt ist und das durch seine kompakte Bauform tatsächlich vor oder unter deinen höhenverstellbaren Schreibtisch passt, falls du einen hast. Hast du nicht? Dann habe ich jetzt beides für dich. Denn all meine Schreibtische seit Jahren und dieses Walking Pad sind von Flexispot. Der Tisch hier ist der E7 Plus. Der hält bis zu 200 Kilo aus und ist äußerst stabil. Das Walking Pad ist das tragbare Flexispot-Laufband Motion X. Es hat 6 vielseitige Modi und lässt sich individuell nach Zeit, Geschwindigkeit, Kalorien, Distanz und Steigungswinkel anpassen. Und es ist schön kompakt. Also, wenn ihr am Tisch mal wieder sitzen wollt, könnt ihr es einfach platzsparend verstauen. Darüber freut sich mein innerer Minimalist auf jeden Fall. Und das Beste ist, im 9-Jahre-Jubiläums-Sale von Flexispot könnt ihr den Tisch und das Walking Pad gerade besonders günstig bekommen. Außerdem gibt es für den E7 vom 22. bis 31. August bis zu 50% Rabatt. Natürlich mit den Flexispot üblichen 10 Jahren Garantie und 60 Tagen Rückgaberecht für den Schreibtisch. Und naja, vielleicht willst du ja auch dein Cholesterin senken, Marius. Tag 2. Boah, mir tun die Oberschenkel weh, die Waden und sogar die Füße. Und das macht keinen Sinn, wenn ich so weitermache. Das ist viel zu extrem. Ich ändere jetzt mal die Regeln. Also ich muss nicht mindestens 8 Stunden laufen und ich muss nicht mindestens 10.000 Schritte schaffen, sondern mindestens 3 Stunden und ich versuche mal mindestens 5.000 Schritte. Rigide Regelsysteme sind total mein Ding. Klare, kontrollierbare Situationen. Und warum ich mich davon unbedingt lösen muss, finde ich zwar erst später heraus, aber rückblickend ist total spannend, wie blind ich für das eigentliche Problem bin. Noch. Und so starte ich am zweiten Tag sehr langsam, was auch zu einer sehr viel geringeren Schrittzahl von 4.900 irgendwas am Ende des ersten Tages führt. Aber mit meinen anderen Schritten, zur Toilette und so, werden das 5.000. Und vielleicht ist es Zeit, sich mal von diesen ganzen Zahlen zu lösen. Glücklicherweise habe ich am Abend des zweiten Tages diesbezüglich auch schon eine erste Erkenntnis. Ich habe beschlossen, mich nicht mehr auf diese Zahlen zu fokussieren, so gar nicht, sondern darauf, was sich gut und richtig anfühlt. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist gerade lose oder löst sich gerade.
Also das habe ich seit gestern schon so gemerkt. Vielleicht kam das auch in den Tagen davor schon. Irgendwas kommt gerade hoch, irgendwas kommt gerade durch. Ich kann es nicht so packen. Ich will so gerne wissen, was los ist gerade. Was so verdreht ist in mir. Egal, ich werde gehen, so viel ich kann. Ich gehe raus aus meiner Komfortzone. Aber das mache ich ganz langsam. Nicht so schnell, schön im Schritttempo und auch nicht mehr so brutal. Aber diesen Cholesterinspiegel, den will ich runterfahren. Langsam steigere ich mich und kann weitere Muskelkater vermeiden. Vor allem durch regelmäßige Pausen. Es läuft. Also ich. Wow. Und am dritten Tag gehe ich immer 60 Minuten und mache dann 30 Minuten Pause. Und dann gehe ich wieder 60 Minuten. Und über den Tag verteilt sind das dann 5 Stunden und 4.122 Schritte. Heute war ich das erste Mal so richtig drin. Also das lief wie automatisch. Und ich habe ja Pausen gemacht und die haben sich gut angefühlt, aber auch ein bisschen wie Bremsen. Also das Laufen ist so normal gewesen, dass das Aufhören irgendwie komisch gewesen ist. So ein bisschen wie wenn man von einer Achterbahn steigt. Wenn der Körper noch so weiter vibriert und man eigentlich noch so diesen Schwung hat. Nach dem etwas holprigen Start bin ich dann drin. Ich habe keine Ahnung, welche Effekte mich jetzt hier erwarten, weil ich das vorher nie recherchiere, um mich nicht zu spoilern. Aber Mitte der ersten Woche taucht dann tatsächlich ein erster klarer Effekt auf. Und den habe ich so überhaupt nicht erwartet. Es gibt einen Wacheffekt. Und mir ist aufgefallen, dass ich morgens schneller wach bin. Das hat sonst so 1 bis 2 Stunden gedauert, bis ich so voll leistungsfähig war. Und jetzt sind das so 20 Minuten. Aber ist das Placebo oder gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Grundlage für diesen Effekt? Es gibt einige wissenschaftliche Belege, warum man diesen gewissen Wacheffekt hat. Vermehrte Freisetzung von den Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin und Norepinephren. Dadurch ist er fokussierter, konzentrierter, dadurch erhöht sich die Stimmung. Dann natürlich habt ihr eine optimalere Antwort auf die Cortisolausschüttung. Dadurch verbessert er auch die Durchblutung zum Gehirn und er verbessert auch zunehmend seinen Schlaf und synchronisiert damit auch seine innere Uhr besser. Gehen ist ein kleines Wundermittel. Und das in super vielen Bereichen. Einige Studien weisen sogar darauf hin, dass man bereits nach 2 Wochen täglich leichter Bewegung das Risiko für depressive Episoden spürbar senken kann. Also, go on a stupid walk for your stupid mental health. Ob sich dadurch aber auch mein Cholesterinproblem löst, ist eine andere Frage. Aber vorher gibt's ein erstes sehr seltsames Problem. Mir ist ständig und überall zu heiß. Viel heißer als normal. Mein Umfeld hat das als sehr seltsam wahrgenommen. Mir ist so heiß. Sogar wenn andere sich abends eine Jacke anziehen, weil es langsam kälter wird. Während andere frieren, schwitze ich. Mein Körper ist plötzlich wie eine Heizung. Und das gefällt mir gar nicht. Denn das ist außerhalb meiner Kontrolle und die will ich nicht abgeben. Boah, der Sommer macht mich fertig. Es sind heute zwar nur 23 Grad, aber irgendwie ist es super heiß. Es ist schwül, es ist irgendwie unangenehm. Es ist unangenehme Temperatur. Das hat mich so irritiert. Und Spoiler, es ist nicht das Wetter. Schon in den ersten Tagen wird mir beim Gehen auf dem Walking Pad deutlich wärmer. Und nach kurzer Zeit merke ich, wie sich diese Hitze im Körper aufbaut, vor allem im Gesicht und in den Beinen. Ich verbrenne vermutlich nicht nur während des Gehens mehr Kalorien, sondern auch in Ruhe, wenn ich nur sitze. Boah, das war ein richtiger Kampf heute. Ich musste auch irgendwie ständig zwischendurch noch was essen und ständig was snacken, weil ich immer wieder so Hunger bekommen habe. Ich verstehe nicht, warum das heute erst anfängt, weil ich laufe jetzt ja nicht erst seit heute. Aber heute war hart. Es gibt für alles eine Erklärung. Die neue Daueraktivität beim Laufen sorgt dafür, dass ich viel schneller schwitze, obwohl ich gar nicht schneller oder intensiver gehe. Die Wärme kommt früher und bleibt länger. Selbst nach dem Laufen fühlt sich mein Körper noch aufgeheizt an. Das führt dazu, dass ich auch die Raumtemperatur anders wahrnehme. Normale 20 Grad fühlen sich plötzlich viel zu warm für mich an. Es ist schon faszinierend, wie das eigene Temperaturempfinden sich allein durch regelmäßige Bewegung so stark verschieben kann. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Muskelkater? Klar. Aber Hitzewallungen? Zum Glück bleibt das nicht dauerhaft so. Die Anpassung meines Körpers an diese ungewohnte hohe Aktivität wird besser. Und zwar sobald mein Kreislauf sich stabilisiert hat, meine Schweißdrüsen gezielter arbeiten und mein Körper diese Wärmeregulation auf das neue sportliche Ich eingestellt hat. Das kann allerdings ein paar Wochen dauern. Wichtig ist jetzt dran zu bleiben, denn sonst muss ich wieder von vorne anfangen und die Hitze fängt wieder von vorne an und darauf habe ich mit Blick auf das aktuelle Wetter gar keine Lust. Stopp! Was mache ich eigentlich am Wochenende? Pausieren?
Fortschritt riskieren? Ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt am Wochenende auch mich quasi in der Switch oder einen Film aufs Laufband stelle und quasi auf dem Monitor einfach einen Film gucke oder ein Buch lese beim Laufen, aber nee. Ich gehe lieber raus, auch wenn es echt hell ist. Und laufe jetzt gleich ein bisschen hier durch die Gegend. Aber auch draußen merke ich einen deutlichen Unterschied zu vorher. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall merke, ist eine bessere Kondition. Also dass den ganzen Tag, wenn es auch nur normales Gehen ist, spüre ich deutlich dann, wenn ich doch mal längere Strecken draußen laufe, dass meine Beine so richtig Lust haben, sich zu bewegen und dann auch viel mehr Schwung einfach drin ist in der Sache. Diese Veränderung zieht sich langsam durch den ganzen Körper. Das muss jetzt auch das Cholesterin senken. Ich spüre das. Also ich hoffe es zumindest, weil ich möchte wirklich nicht joggen gehen. Wie schon sehr oft in meinen Experimenten regle ich wieder ein Problem über das Außen. Klar, es geht um Cholesterin und der Ansatz der Bewegung ist richtig, aber ich schleppe hier viel mehr mit mir rum. Ein altes System. Und das fällt mir während des Experiments auch auf. Auch wenn ich es erst später so richtig formulieren kann. Denn was mache ich? Ich fühle mich unsicher. Ich gehe trainieren. Ich fühle mich traurig. Videospiele von früher spielen. Ich will gar nichts mehr. Ich stürze mich in Arbeit. Ich habe Angst. Ich informiere mich über alle auch total surrealen Eventualitäten, um wieder Kontrolle zu haben. Ich möchte so sehr Kontrolle über die Situation. Mir macht die Arbeit beim Laufen wirklich Spaß. Klar, man muss durch diese Hitze-Episoden, fängt an, viel mehr Hunger zu haben und man muss auch darauf achten, nicht faul zu werden. Wenn man sich zum Beispiel am Schreibtisch so beim Gehen anlehnt, ist es keine gute Haltung, wie ich abends merke. Das sorgt nämlich nur für Probleme. Boah, ich habe so Rückenschmerzen. Ich habe es aber auch leider ein bisschen übertrieben. Ich habe die Geschwindigkeit am 8. Tag mal wieder erhöht. Das führt natürlich auch zu mehr Schritten, aber leider habe ich angefangen, mich dann am Tisch so abzustützen und stand dann die ganze Zeit beim Laufen schief. Und das sorgt für Rückenschmerzen und daraus resultiert direkt wieder eine neue Sorge. Ich hoffe, ich muss morgen nicht abbrechen oder eine Pause einlegen. Also ich will das schon wirklich durchziehen, aber ich glaube, ich habe es gestern einfach übertrieben. Kippt jetzt alles? Muss ich vielleicht am nächsten Tag pausieren und vielleicht sogar länger pausieren und ist der ganze Fortschritt dann erstmal wieder weg? Nochmal eine Hitze-Episode? Nochmal von vorne anfangen müssen? Nein. In meinem Fall reicht ein bisschen Yoga, wie ich seit meinem Yoga-Experiment weiß. Oh, viel, viel besser. Ich glaube, ich muss das langsamer machen. Ich bin heute ja quasi gesprintet auf dem Laufband. Dafür, da ich nicht gern joggen gehe, ist es eigentlich absurd, wie schnell ich gerade hier drauf bin. Okay, dann geht's morgen langsam weiter und konzentriert ins Drehbuch. Ich muss nämlich nächste Woche mein Drehbuch verteidigen. Ich habe nämlich einige Sachen geändert. Deswegen brauche ich nächste Woche Konzentration und gute Argumente. Erneute Kursanpassung. Wieder muss ich mich runterholen. Es bewusst langsam angehen. Und so laufe ich täglich stundenlang und komme keinen Schritt vorwärts. Aber das Schönste ist, alles ist schön. Und nichts tut weh. Okay, super. Aber wann sinkt mein Cholesterin eigentlich? Und geht das überhaupt? Oder spaziere ich hier gerade völlig sinnlos jeden Tag stundenlang auf der Stelle? Ja, es ist möglich, sein Cholesterinlevel zu senken. Man kann sagen, tägliches Gehen führt dazu, dass der Cholesterinspiegel im Blut sinkt. Wie viel hingegen jeder von uns senken könnte, hängt sehr stark von der genetischen Prädisposition jedes Menschen ab, aber auch eben von seinen Lebensumständen, von seinem Lebensstil, Umwelteinflüssen. In einer Studie hat man gezeigt, dass es möglich ist, mit einem Walking Pad nach 4 Wochen eine kleine Reduktion von 5 bis 7 Milligramm pro Deziliter an LDL hinzubekommen und einen Anstieg von 2 bis 3 Milligramm pro Deziliter in HDL zu ermöglichen. Ein hoher Cholesterinwert kann zu einer Verkalkung der Arterien führen, was das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöht. Das Blut kann nicht mehr richtig fließen und dadurch werden die Gefäße immer enger. Und das will ich nicht. Ich will gesünder werden. Und zum Glück passiert das auch. Körperlich wird es auch immer spürbarer. Ich habe seit ich 16 bin immer mal wieder Probleme mit meinem linken Knie. Vielleicht, weil ich davor 3 Jahre schlecht geskatet bin. Seit ich jetzt aber jeden Tag gehe, so viel, ist es weg. Es tut nicht weh, es macht keine Probleme. Es ist einfach weg, als wäre es nie da gewesen. Allerdings kann hier auch das Gegenteil passieren. Wenn die Haltung nicht stimmt oder man falsch geht, kann es sogar zu Gelenkproblemen kommen. Abwechslung in der Bewegung ist auch wichtig. Abwechslung ist wichtig. Auch bei Selbstexperimenten. Ich optimiere mich, arbeite, informiere mich, lese mich in 1000 Themen, um dieses Gefühl zu haben von, ich habe alles in der Hand, ich habe die Kontrolle. Und warum ich das mache?
wird mir langsam klar. Dann hatte ich heute so einen Meditationseffekt beim Gehen. Der konstante Rhythmus, wie so eine Maschine ohne Ziel. Einfach gehen, loslassen irgendwie. Ich bin da, aber irgendwie auch woanders. Super weird. Versteht mich nicht falsch, das ist alles toll. Aber in meinem Fall ist das wie ein Pflaster auf ein gebrochenes Bein. So Selbstexperimente, ständig was Neues ausprobieren. Super. Abwechslung fördert Wachstum. Sollte aber keine Flucht oder Performance sein. Beides ist mir aber schon passiert. Und das verstehe ich jetzt immer mehr. Außerdem spüre ich während des Experiments, dass unter der Oberfläche irgendwas Unheimliches auf mich wartet. Stopp! Ich schreibe doch gerade ein Drehbuch. Wie wirkt sich das Gehen eigentlich auf die Qualität meiner Arbeit aus? Ich sitze jetzt ja nicht mehr konzentriert am Schreibtisch, sondern gehe die ganze Zeit. Im Grunde ist das doch konstantes Multitasking und das macht uns müde. Beim Drehbuchschreiben zum Beispiel. Ich tippe und gehe gleichzeitig. Die ganze Zeit. Theoretisch kann Multitasking diese ermüdende Effekte haben. Aber im Fall des Gehens auf dem Walking Pad passiert etwas anderes. Da das Gehen dort gleichmäßig ist und langsam und man nicht drüber nachdenken muss, weil nichts Unvorhergesehenes Neues passiert, kann man sich hier hervorragend aufs Schreiben konzentrieren. Anders als beim normalen Gehen. Außerdem kann die Bewegung dabei sogar helfen, wacher zu bleiben. Es passiert hier also das Gegenteil von Müdigkeit durch Multitasking. Und meine Konzentration ist auch definitiv besser. Ich habe morgens viel mehr dieses Gefühl, ich fange an zu laufen und es geht sofort los. Ich starte einfach viel schneller in den Tag. Und dann kommt noch ein unerwarteter Boost, wie aus dem Nichts. Und der bleibt. Ich habe richtig gute Laune heute und das zieht sich irgendwie durch. Also man ist so super positiv und stark gestartet und dann bleibt man irgendwie auf dieser Welle. Das gefällt mir gerade sehr gut. Oh, ist doch super. Dann kann ich jetzt mal ein paar Tage Pause machen, oder? Mal wieder sitzen und entspannen. Reicht doch auch langsam mit diesem ewigen Spazieren. Eine Harvard-Studie weist darauf hin, dass Bewegung nur als Routine funktioniert, nicht als einmaliges Event. Das heißt, dass diese neue Art der Bewegung nicht nur für 30 Tage, sondern dauerhaft funktionieren muss. Also das muss Teil meines Alltags werden. Und damit das passiert, muss ich mindestens 30, besser 60 Tage durchhalten. Denn so lange dauert es, bis man eine neue Routine etabliert hat. Ich bin definitiv viel besser drauf. Einfach so viel beschwingter, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass ich aktuell viel tiefer schlafe. Ich meine, damit habe ich generell ja keine Probleme. Aber jetzt im Moment habe ich das Gefühl, vielleicht auch, weil ich täglich mich so mehr bewege, dass ich viel, viel tiefer und besser schlafe. Also nochmal anders als sonst. Studien weisen darauf hin, dass regelmäßiges Gehen nicht dauerhaft den Appetit anregt und man dadurch automatisch zum gesunden Abnehmen kommt. Vor allem das Bauchfett kann hierdurch reduziert werden. Und auch ich habe während des Experiments ein bisschen abgenommen, obwohl ich mehr gegessen habe. Es war jetzt aber in den 4 Wochen noch nicht so extrem. An Tag 21 werde ich mit einem neuen Problem konfrontiert. Ich habe einen wichtigen Videocall und muss mein Drehbuch verteidigen. Und aus einem Gefühl der Sicherheit oder auch Routine vielleicht, würde ich gerne dabei laufen. Einmal, weil das Gespräch hohe Konzentration erfordert und ich voll da sein will. Und auch, weil ich nervös bin und hoffe, dass es beim Laufen weniger wird. Im letzten Video habe ich vergessen zu sagen, dass sich das Deo-Experiment und das Minimalismus-Experiment eine kurze Weile überschnitten haben. Die Effekte aber sehr klar voneinander zu trennen waren. Aktuell läuft nichts parallel, was ich nicht sowieso immer mache, wie jeden Tag Yoga, Intervallfasten, so gut wie kein Zucker. Also alles, was ich gerade erlebe an neuen positiven Effekten, rechne ich dieser neuen Bewegung zu. Was redest du? Ist ja schön und gut, aber es geht um diesen wichtigen Videocall wegen des Drehbuchs. Tag 21. Bitte. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich gucke, ob ich mich nicht so viel bewege dabei vielleicht. Und deshalb habe ich das dann ganz ans Ende gepackt. Was machst du da eigentlich? Ich bin auf so einem Walking Pad. Mein Termin findet es sympathisch und so laufe ich den ganzen Termin über weiter. Später habe ich übrigens erfahren, dass er parallel gegoogelt hat, respektlos, wie teuer so ein Laufband ist. Weil er sich als Regisseur und Autor auch viel zu wenig bewegt. Und tatsächlich auch eine weitere Person in meinem Freundeskreis hat jetzt angefangen zu laufen. Und zwar beim Zocken. Das heißt, die Walking Pads verbreiten sich in meinem Umfeld gerade, ohne dass ich dafür werbe. Weil meine Effekte scheinen halt auch einfach andere zu motivieren. Und vielleicht reduzieren die anderen auch ihr hohes Cholesterin dabei, keine Ahnung.
Kann man da nicht einfach spazieren gehen? Na klar, das wäre wirklich sogar gesünder, weil man dann auch draußen ist an der frischen Luft und weit schauen kann. Für manche Berufe und Lebensentwürfe ist das nicht immer praktikabel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man auch einfach nicht die Ruhe und die Zeit. Und vor allem im Winter kann das zum Problem werden. Daher finde ich das Walking Pad super. Und es gibt noch einen weiteren Effekt. In der 4. Woche spüre ich deutlich die Veränderung im Gehirn und im Geist. Ich spüre, dass es mich in eine aktivere Grundhaltung bringt. Also nicht nur körperlich, sondern auch im Kontakt mit anderen. Ich fühle mich offener, gesprächiger und habe auch öfter das Bedürfnis, mich auszutauschen. Ich will auch nach einer vollen Woche oder einem super langen Tag nochmal unter Leute abends, nochmal raus. Und das ist eigentlich gar nicht so meine Art. Also nicht so oft zumindest. Die Reihe dieser Effekte wird immer länger. Und das sind eine Menge Effekte, die ich überhaupt nicht erwartet habe und auch nicht in Zusammenhang gebracht hätte mit dem einfachen Laufen. Und bevor ich Ende des Experiments meinen Cholesterinwert nochmal checke, stolper ich über eine Erkenntnis, die ich endlich verstehe und jetzt anfangen kann zu formulieren. Warum muss ich alles kontrollieren und warum gehe ich gleichzeitig so oft so schnell ins Extrem? Und ich glaube auch, dass dieses super starke Bedürfnis nach Kontrolle für mich einfach ein Weg ist, Sicherheit zu erfahren. So, Kontrolle ist in meinem Kopf Sicherheit, weil ich aus meiner Vergangenheit eher so Ohnmacht und Unsicherheit kenne, also nicht Kontrolle zu haben, ausgeliefert zu sein im Grunde. Boah, es klingt krass, aber es klingt krass. Ich behandle das jetzt nur kurz, weil das möglicherweise den Rahmen sprengt, es vielleicht aber einigen von euch helfen kann, die das Problem von Kontrolle auch haben. Als Kind habe ich gelernt, dass kontrollierte Situationen für mich überlebenswichtig waren. Meine private Umgebung und auch Gefühle waren unsicher. Mein Umfeld als Kind nicht verlässlich. Später habe ich diese inneren Gefühle der Unsicherheit durch Arbeiten, Trainieren und Planen ersetzt. 1000 Projekte, die ich alle kontrollieren konnte. Und diese Kontrolle gab mir dieses Sicherheitsgefühl, das in meiner Kindheit gefehlt hat. Gefühle direkt zu spüren, bedeutet oft Schmerz oder Überforderung. Also umgehe ich das einfach. Und dazu kommt dann dieses schnelle Driften ins Extreme. Ich mache Dinge gar nicht oder ganz und dann richtig und so perfekt wie möglich. Und die Angst, vielleicht nicht genug zu sein, sorgt dann dafür, dass ich hier schnell übertreibe. Zu schnell, zu hoch, zu weit, über meine eigenen gesunden Grenzen hinaus. Und so langsam wird mir klar, dass dieses ganze Verhalten alte Schutzmechanismen sind. Und die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich lebe jetzt in einem sicheren Umfeld, bin in einer sicheren Umgebung. Und jetzt stören diese Schutzmechanismen und sorgen eher für Probleme. Und daran werde ich arbeiten. Mit professioneller Hilfe natürlich. Ja, und die kann ich auch nur jedem raten, falls ihr einen Platz findet. Aber die Suche und das Warten lohnt sich. Und dann könnt ihr auch wie ich in der ersten Sitzung erstmal lang darüber reden, warum Mord ist Ihr Hobby eine absolute Wohlfühlserie ist. Nur um dann rauszufinden, wovor ihr als Kind euch versteckt habt, als ihr sie geschaut habt. Worum ging's nochmal? Mitschreiben. Das wird später alles abgefragt. Also, worum ging's nochmal? Cholesterin senken, gesünder leben. Das klingt bestimmt albern, aber ich habe das Gefühl, mein Gehirn bekommt immer mehr Boost, je länger ich das mache. Ich finde es so lustig, dass ich das wahrgenommen habe, denn es gibt tatsächlich wissenschaftliche Anzeichen dafür. Laufen verändert das Gehirn. Und zwar übertrieben positiv. Ja, es ist möglich, mit Hilfe von Gehen neue Gehirnzellen bilden zu lassen. Das generelle positive Ergebnis wäre eben, dass man verbessertes Gedächtnis hat, man leichter lernen kann und auch flexibler denkt. Gehen fördert neue Nervenzellen fürs Gehirn, Gedächtnis und Kreativität. Eine weitere Studie, die Shantni mir geschickt hat für dieses Video, weist darauf hin, dass Menschen, wenn sie gehen, 60% kreativer sind, als wenn sie es im Sitzen tun würden. 60%, das ist so krass, finde ich. Ich meine, wieso sitzt du eigentlich noch? Steh mal auf. Setz dich, wir sind noch nicht fertig. Eine der größten Gefahren für unseren Körper wird auch durch dieses einfache Gehen reduziert. Und das spüre ich so deutlich in der letzten Woche. Das ist eine Woche voller Deadlines und viel zu viel Arbeit, weil sich Dinge aufgestaut und verschoben haben. Eigentlich müsste ich in dieser Woche durchdrehen.
Aber mein Körper reagiert plötzlich anders. Anders, als er es gelernt hat, anders, als ich es gewohnt bin. Und das macht mich wirklich glücklich. Es ist jetzt sauspät, aber ich habe noch super viel Energie. Und ich habe insgesamt über dieses ganze Experiment das Gefühl, dass ich belastbarer geworden bin und mein Körper sich leichter anfühlt. Das sind vielleicht wirklich einfach neue Muskeln oder sowas. Aber ich finde, die bessere Stimmung ist wirklich auffallend. Also das macht für mich wirklich einen riesigen Unterschied und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wieder damit aufzuhören. Es ist übrigens nicht so, als wäre ich jetzt dauerhaft in so einem Zen-Zustand. Ich kenne trotzdem immer noch unangenehme Stressmomente. Privat, beruflich, das passiert. Aber sie sind nicht mehr so regelmäßig, dauerhaft oder lebensbestimmend. Ich kann immer besser damit umgehen. Sie sind seltener und zwar so selten wie noch nie. Traue ich mich fast gar nicht zu sagen. Es ist 4:15 Uhr. Ich bin vor 15 Minuten aufgestanden. Und eine Sache, die mir wirklich gut gefällt, ist, dass seit ich dieses Walking Pad regelmäßig benutze, habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr, extrem früh aufzustehen. Ich habe heute einen Dreh, ich muss sehr früh los. Und ja, was soll ich sagen? Normalerweise wäre ich nicht so schnell so wach und hätte so wenig Probleme, jetzt schon draußen zu sein. Also das freut mich wirklich sehr. Und das schreibe ich dieser erhöhten Aktivität zu. Dass ich einfach jetzt schneller wach bin und fit bin. Okay, Tag 30, Cholesterinwert wird gecheckt. Welche Effekte konnte ich bisher an mir feststellen? Fast alle. Und tatsächlich noch mehr. Aber was ist, wenn der Wert kaum gesunken ist? Oder vielleicht sogar gestiegen ist? Hi, kurz aus dem Schnitt. Mir ist was aufgefallen. Ich habe dieses Jahr so viele Experimente gemacht, wo ich erlebt habe, dass ich wacher bin, besser gelaunt, konzentrierter. Und jetzt habe ich mich im Schnitt gefragt, wie kann das sein, dass ich immer wieder diese Effekte habe? Tatsächlich gibt es einen Gewöhnungseffekt. Mit der Zeit lassen diese ultra guten positiven Dinge nach. Die erreichen ein Plateau und dann gibt es erstmal keine weitere Entwicklung nach oben. Das heißt, wenn man dann wieder was Neues macht, eine neue Veränderung, gibt es wieder diesen Boost im Gehirn, diese positive Veränderung, die für diese ganzen geilen Effekte sorgt. Das heißt, es macht schon Sinn, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, aber trotzdem sind die positiven Effekte erstmal gut, aber dieser krasse Schwung nach oben, der lässt mit der Zeit ein bisschen nach. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt schon wieder sowas erleben durfte. So, jetzt aber zum Cholesterinergebnis. Ich bin sehr gespannt, mit euch zu teilen, was ich erlebt habe. Und dann kommt der finale Test. Das finale Ergebnis. Mein Cholesterinwert nach 4 Wochen täglicher Bewegung. Und der ist tatsächlich gesunken auf 205. Ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Meine Ärztin schreibt, das wäre sehr gut, aber also ich wollte eigentlich schon unter 200 kommen. Also ich wollte schon in den Bereich kommen, wo es definitiv dann... Aber egal, wenn ich in der Zeit das geschafft habe, heißt es, ich muss das einfach jetzt noch ein paar Monate weitermachen. Es ist eigentlich gut. Es ist gut. Ich bin zufrieden. Heilung heißt nicht, perfekt zu werden, sondern anzukommen. Auch im eigenen Körper. Und ich habe das Gefühl, da passiert gerade einiges bei mir. Schon 20 Minuten täglich gehen, nur 20 Minuten, machen einen Unterschied. Auch auf dem Walking Pad. Aber draußen gehen ist durch nichts zu ersetzen. Aber das Walking Pad ist eine sehr gute Allwetteralternative. Ist ein gutes Backup. Denn nicht jeder will im Regen joggen oder überhaupt joggen. Ich will nie joggen. Ich meine, ich mag die Effekte von Joggen, aber vor Joggen habe ich Angst. Und im nächsten Video geht es auch um Angst. Und die Liebe zum Grusel. Pass auf dich auf, sonst mache ich es.